Mein persönliches Schätzchen ist tatsächlich die, weil das war tatsächlich irgendwie so meine allererste Faith No More Scheibe. Ich weiß nicht, wie viel Mal die auf dem Plattenteller gedreht ist, aber das ist natürlich auf jeden Fall, also die würde ich auf jeden Fall nie verkaufen. Er gibt aber auch das Gefühl irgendwie so, ey, cool, dass du da bist und du musst jetzt mich nicht anbeten, so nach dem Motto, nur weil ich coole Musik mache oder weil ich für dich jetzt coole Musik mache. Voll pixelig, aber dieses Foto symbolisiert tatsächlich die Kraft, die er in seiner Stimme hat. Herzlich willkommen hier bei Mosh Pit Passion auf YouTube. Ich bin der Kajo. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute hier nicht alleine. Und zwar neben mir der Micha. Micha, schön dich hier zu haben. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir hier in deinen privaten 4 Wänden sein darf. Ihr habt es anhand des Titels schon entnommen. Wir haben hier eine weitere Folge und stellen euch einen sogenannten Superfan vor. Es geht um Mike Patton. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt tatsächlich. Okay. Wir haben schon im Vorfeld miteinander gesprochen und so ein bisschen beschnuppert. Und als erstes erstmal an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Björn. Björn von Wolfskull, nämlich der hat mir den Kontakt zu dir hin vermittelt. Ja. Der hatte gesagt, hier, Micha, du bist doch ein Superfan. Da sage ich, so ein Superfan bin ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mehr als der Björn. Das ist jetzt aber auch nicht schwierig, glaube ich, bezüglich Mike Patton. Nee, 2003 habe ich den Björn kennengelernt. Und da hatte er gesagt, Faith No More fand er auch schon immer super. Und so hat sich das ergeben. Genau, und der Kontakt dann zu dir, weil du ja aufgerufen hattest. Genau. Hat er mich dann angesprochen, ob ich nicht Bock hätte. Und erst dachte ich, das wäre ein Gewinnspiel. Gewinnspiele nehme ich nicht teil. Und dann hat er gesagt, nee, guck da mal genau hin. Und ja, dann hatten wir ja Kontakt irgendwie und das war ja sofort, waren wir uns grün. Auf jeden Fall. Das ist auch ein interessantes Thema. Mike Patton, Crossover-Legende von so vielen Bands, wo wir im Detail gleich nochmal drauf gehen. Und ja, zum Björn nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ja, der hatte auch die eine oder andere Band in der Vergangenheit am Start, wie The Spook. Jetzt ist er aktuell mit Wolfskull unterwegs. Wolfskull, mit denen haben wir auch hier ein Interview geführt, unter anderem mit Björn. Verlinke ich euch, wenn ihr das sehr, sehr gerne reinziehen wollt. Kann ich euch auch sehr, sehr gerne mit an die Hand geben. Die neue Platte von Wolfskull, die, ja, wenn ihr so auf The Spook steht, ist die Weiterentwicklung auch, so soundtechnisch würde ich sagen, ähnlich düster. Außer die Gitarre, die ist jetzt nicht ganz so gut, aber ist der Björn Gitarrist? Ich glaube schon, ja. Ja, genau, der ist Gitarrist. Es gibt böse Anrufe. Ja, das weiß er aber. Okay. Er muss noch ein bisschen üben. Quatsch. Also Wolfskull finde ich auch irgendwie extrem cool, die Platte. Ist jetzt tatsächlich nicht meine Musikrichtung, aber irgendwie so, das macht ja nichts. Aber ich fand die sehr vielseitig und ich fand die schon cool, auf jeden Fall. Ja, und das sage ich nur deswegen, dass der Björn ein guter Freund von mir ist, sondern tatsächlich. Auf jeden Fall, kann ich so unterstreichen. Ist nicht umsonst in diversen Metal-Magazinen auf Platz 1 in den Lesercharts, in den Redaktionscharts oben gewesen, wie Metal Hammer unter anderem. Auf jeden Fall ein starkes Stück. Und nochmal, wie gesagt, vielen lieben Dank, Björn. Weil nämlich Mike Patton, wir hatten es vorher besprochen, so wie ist mein Bezug zu Mike Patton oder zu Faith No More. Und ich habe gesagt, ja, wenn man das so runterbricht, sage ich immer so, ja, Stones und Elvis, so, das war das, wo ich das erstmal so aktiv wahrgenommen habe. Aber davor gab es schon Musik- oder Songtitel, die ich gehört habe, wusste aber nicht so, wer das ist. Und das war unter anderem Faith No More mit dem Cover Easy. Da habe ich das erste Mal, lass mich nicht lügen, 96, 97 um den Dreh gehört, auf eine Spielkassette aufgenommen, weil früher habe ich halt Radio gehört, nachts und bin dann eingeschlafen, habe dann morgens immer die ganzen Shows nachgehört, die dann irgendwie liefen. Und da war unter anderem Easy drauf, habe ich mega geil Wahrscheinlich bist du auch zu Easy sehr gut eingeschlafen. Ja, also auf jeden Fall. Ist ja auch ein einfacher Song. Ja. Wenn man so Faith No More irgendwie kennt oder hört die Mucke, die geht dann doch schon nach vorne. Wobei, das habe ich tatsächlich sofort angesprochen. Also 89 habe ich zum ersten Mal Faith No More MTV gesehen. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat mich sofort geflasht. Einmal irgendwie so der Typ, der da rumsprang. Ich glaube, klar, Epic war das Video. Wie jung warst du da zu dem Zeitpunkt? Warte mal.
89, 14. Ja. Ja, und das ist, was mich auch total angesprochen hat. Mhm. Also einmal irgendwie so das Video, aber dann auch irgendwie, dass Faith No More halt irgendwie eine breite Range an Songs hat. Die machen nicht nur Crossover oder wie man das nennen möchte. Mir ist das tatsächlich egal, was sie für eine Musik machen, aber irgendwie so diese unterschiedliche Varianz der Songs hat mich sofort irgendwie in den Bann gezogen. Und seine Stimme sowieso, also das war schon sehr verrückt. Und du sagtest es gerade, 94 Initialzündung, und hast du dich dann nur mit Faith No More beschäftigt oder dann auch mit der Person selber, wo du gesehen hast, so, ach, guck mal an, der war ja vorher oder gleichzeitig noch in einer anderen Band. Wie hat sich das dann so entwickelt mit der Person selber? 89, darf ich dich korrigieren, weil du hast irgendwann 94 gesagt. Ich bin ja No, ein bisschen 89, ja. älter als du. Nee, das war tatsächlich so, irgendwie MTV gesehen, boah, was ist das denn Geiles? Faith No More, Mike Patton. Und dann kam das Stück weit Mr. Bungle, der hat noch eine andere Band. Und das kam dann aber tatsächlich von anderen Jungs, die sich da viel intensiver mit auskannten. Und Mr. Bungle dann natürlich auch, wo bekomme ich die Scheibe her? Und dann habe ich die irgendwie auf Kassette irgendwie dann überspielt bekommen. Und das war auch eine sensationelle Platte, die self-titled Mr. Bungle. Und so hat man sich dann tatsächlich früher in der Schule dann irgendwie Ping-Pong-mäßig irgendwie ergänzt. Und ich hatte da jetzt gar nicht so wirklich viele Quellen, irgendwie so für mich persönlich, sondern meine Quellen waren wirklich irgendwie so die anderen Jungs, die auch irgendwie eine Band gespielt haben schon damals. Und die hatten sich da natürlich ein bisschen besser ausgekannt. Die haben ganz andere Informationen bekommen. Und damals gab es ja noch nicht das Internet. Der hatte ja nicht nur Mr. Bungle und Faith No More gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt, sind ja auch andere Projekte im Laufe der Zeit hinzugekommen. Wie hat sich das dann entwickelt, dass du dann dich dann auf diese Nebenprojekte auch mit konzentriert hast, wo du gesagt hast, okay, es gibt jetzt nicht nur die beiden Sachen und ich bleibe bei den Sachen, weil manchmal ist es ja so, wenn ein Künstler oder Bands oder Bandmitglieder ein Nebenprojekt starten, dann ist es so, ja, gefällt mir nicht, boykottiere ich irgendwie konsequent, aber du bist ja bei Mike Patton total dran geblieben, und da muss ja auch irgendwie lag das an der Musik oder an der Person auch selber, dass die irgendwie dich so, dass die faszinierend ist? Also Person natürlich irgendwie zu der Faith No More Zeit, speziell Angel Dust, hat man ihn natürlich versucht nachzuäffen. Also da hat man schon, boah, das ist ein cooler Typ, den willst du willst auch so sein wie er, aber tatsächlich die Stimme, diese Varianz von seiner Stimme hat mich so fasziniert und so in den Bann gezogen, dass ich irgendwie alles, was er irgendwie auf den Markt geschmissen hatte oder hat oder immer noch macht, tatsächlich sofort irgendwie anhören. Und für mich gibt es da eigentlich gar nicht irgendwie, gefällt dir das nicht? Und Mike Patton-Fans irgendwie, soweit ich das so ein bisschen mitbekommen habe, sagt man nach, irgendwie so, die kaufen alles von dem, die hören alles, der kann furzen ohne Ende, irgendwie so, das findet man trotzdem gut. Ich muss tatsächlich sagen, ja. Allerdings irgendwie gibt es natürlich da Projekte, irgendwie so, die habe ich auf CD, habe die einmal reingeschoben und da kann ich sagen, das ist jetzt nicht richtig geil, aber ich kann es dir gar nicht beschreiben, warum, aber ich brauche das Zeug. Ich höre es aber nicht tatsächlich. Aber das ist irgendwie, sagen wir mal, 90% von dem, was er anfasst, finde ich sensationell. Und da auch wieder, genauso wie Faith No More, so ein breites Spektrum, der trällert 50er, 60er Jahre italienische Songs daher und dann Phantomas Gegenteil, da setzt er seine Stimme als viertes Instrument ein. Irgendwie so der fasziniert mich, aber nicht als Person. Ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, ist er ein netter, cooler Typ. Ich durfte den dank Björn tatsächlich auch mal die Hand schütteln. Das war 2004. Ja. Er ist auch ein sehr netter Typ. Aber mir ist halt egal, welches Haargel er benutzt oder keine Ahnung. Da bin ich irgendwie so ganz weit von weg. Seine Stimme ist einfach nur das, irgendwie, wo ich immer wieder Gänsehaut bekomme. Ja. Wenn ich das richtig einmal gesehen habe, klar hat man es vorher gesehen, du hast auch ein Ich habe Tattoo. aber jetzt gerade auch Gänsehaut hast du? Verrückt, ja. Aber du hast auch Genau. ein Tattoo von Faith No More. Genau, das Logo und dann habe ich irgendwie hier auch irgendwie von Mr. Bungle, die Disco Volante. Dann habe ich hier noch ein paar Textzeilen von einem Lied, was man eigentlich gar nicht tätowieren darf, Crack Hitler. Das ist so mein Lieblings-Lied-Song irgendwie so von Faith No More. Warum darf man, ich bin nicht so tief in der Materie drin, muss man dazu Ja, sagen. wegen Crack und wegen Hitler. Also Ach so, okay. sind ja jetzt beides nicht so gute Wörter. Okay, ich So. dachte irgendwie, da gibt es, weiß nicht, eine Geschichte, ich weiß nicht, jede Nee, Band hat ja irgendeinen nee. Skandal oder irgendwas Dummes gesagt und dann Nee. gibt es Leute, die dann direkt wegcanceln oder so. Das aber Lustige, klar, Social Media ist natürlich nochmal was anderes. Ich folge einem
Designer, der auch irgendwie ein paar Platten vom Mike designt hat. Martin Quamme, oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird, ist ein Norweger, glaube ich, auf jeden Fall Skandinavier. Und der hatte irgendwie was gepostet und, nee, Quatsch, jetzt erzähle ich Blödsinn. Und zwar ein Maler, ein Künstler, ein englischer Künstler, mit dem bin ich irgendwie auf Instagram verbunden und der hatte irgendwie ein Bild gemalt und hat, ich weiß aber gar nicht mehr welches Lied, Face No More, und da hatte ich dann kommentiert, ich würde ganz gerne mal das Bild zu dem Song Craig Hitler sehen. Und das wurde natürlich sofort irgendwie so gestrichen. Und ich so, hä, warum? Das ist doch ein Song. Also, und dann, ja klar, also darf man ja nicht schreiben. Und deswegen irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie Craig Hitler irgendwie auf meinen Körper hätte und dann im Freibad, deswegen eher. Und deswegen irgendwie so habe ich die ersten Zeilen von diesem Lied irgendwie hier tätowieren lassen. Okay, gibt es eigentlich Merchandise so bestimmt oder so Bootlegs von dem Shirt? Ist das auch so etwas, wo du dich drin bewegst, so Bootlegs, T-Shirts oder so? Nee, nicht so richtig. Also ich habe natürlich irgendwie ein paar Bootleg-CDs und auch eine LP tatsächlich, aber so ein nee, kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus. Also da bin ich nicht firm drin. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, so 2004, ich glaube, war das die Phantomas-Ära? Da kam auch irgendwas raus. Weil ich hätte vorher nochmal gesprochen, das war so das erste Mal, dass ich dann, Mike Patton, Faith No More und dann halt diese Verbindung zu Easy, dass sein Song quasi oder von Faith No More halt ist. Und ich weiß, halt, die Zeitschrift, die ich da durchgeblättert habe, das war 2004, da war es ein Interview über Phantomas, aber ich weiß nicht, ob das auch dann zu der Band, war das dann Faith No More Zeit oder wieder was anderes? Faith No More haben sich 98 getrennt. Ja, stimmt. 99 kam dann die erste Phantomas-CD raus. Und die lag dann aber auch erstmal 1,5 Jahre in meinem CD-Schrank. Okay. Weil ich konnte es nicht fassen. Was macht der denn da? Also da setzte er tatsächlich, wie irgendwann schon gesagt, irgendwie seine Stimme als viertes Instrument ein. Und irgendwie als Faith No More Fan und boah, du hast so eine geile Stimme und dann kommt da sowas raus. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, Mike, was machst du denn da? Aber die ist tatsächlich genial. Und jetzt kommen wir wieder darauf zurück. Mike Patton-Fans hören eigentlich alles. Und das ist aber auch irgendwie so der eröffnete aber auch meinen musikalischen Horizont tatsächlich. Und wenn ich Musik machen könnte, dann würde die tatsächlich so klingen und total breit gefächert. Und nach 1,5 Jahren circa irgendwie, wo ich mir dann die Scheibe nochmal reingezogen habe, dachte ich, sensationell. Also finde ich nach wie vor super. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Projekte hat er eigentlich nebenbei? Wir hatten ja Peeping. 3. 3. Nee, 5000, ich weiß nicht. Also, Peeping Tom ist ja irgendwie sein eigenes Baby, sage ich mal. Dann ist er noch mit Tomahawk unterwegs. Da sind ja irgendwie so dann Helmet, wo kommt der andere her? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber letztendlich irgendwie Tomahawk, dann gibt es ja noch Dead Cross, Hardcore-Projekt mit Dave Lombardo unter anderem. Phantomas, klar. Müsste man da jetzt, dann hat er dann auch Lavage, das ist irgendwie so dann so ein Schmuse-Hip-Hop mit Dan the Automator, wie der ausgesprochen wird, weiß ich jetzt gar nicht, aber feste Projekte 7, 8, sowas um den Dreh und dann noch ganz viele Records, wo er dann halt irgendwie als Gastmusiker auftritt. Für dich als Sammler denkst du dir immer so, warum könnten das nicht ein paar weniger Projekte sein? Weil es auch natürlich ins Portemonnaie irgendwo geht, aber da gehen wir gleich nochmal hier drauf ein, weil du hast im Vorgespräch gesagt, du hast eigentlich mit der Sammlung abgeschlossen im Groben. Genau, also so gesehen, die ganzen alten Sachen von Faith No More, da habe ich gar kein Interesse mehr tatsächlich. Ich habe irgendwie so meine Schätzchen, die ich eigentlich haben wollte. Wenn jetzt natürlich was Neues kommt, wie 2015 die Soul Invictus, da habe ich natürlich ein bisschen was gekauft, aber jetzt so ältere Sachen habe ich gar kein Interesse mehr. Das hörte auf, das hatte ich ja eben gerade schon erzählt, hörte auf mit einer CD, King for a Day, Foo for a Lifetime. Das war die argentinische Version und da ist dann eine spanische Evidence-Version drauf. Und das war halt auch so, ich habe sie bekommen, war super. Und irgendwie vom Gefühl her war meine Sammlung damit dann tatsächlich abgeschlossen. Also da war ich aber auch tatsächlich froh und bin es halt immer noch. Also von daher, wenn was Neues rauskommt, tatsächlich irgendwie so als Gastmusiker hole ich mir tatsächlich nur Vinyl. Ansonsten Faith No More oder Mr. Bungle raste ich, glaube ich, aus, ja. Dann bist du wahrscheinlich letztes Jahr oder davor das Jahr ausgerastet sein, als es dann die neue Mr. Bungle, was ist eine EP oder LP? Also LP. LP war es. Ja. Mit Scott Ian von Dave Lombardo. Genau.
Und Trevor Dunn und Trace Bruins. Die drei sind ja eigentlich so die Urväter von Mr. Bungle. Ja. Und dann haben die sich zu diesem Projekt dann halt irgendwie Ian Scott und Dave Lombardo mit an Bord geholt und ist jetzt auch nicht Mr. Bungle typisch. Und das ist halt auch das, was mich irgendwie so an Mike Patton fasziniert. Irgendwie so, es kommt immer anders, als man denkt. Also, wie eben gerade schon gesagt, die erste Phantomas, da war meine Faith No More Welt zerstört, aber grundsätzlich hebt er dich immer auf einem anderen Niveau, empfinde ich. Diese neue Mr. Bungle ist halt irgendwie ein Demo-Tape von früher. Ja, genau. Den Demo-Tape war das. Genau, und das haben die jetzt irgendwie neu aufgespielt. Und bin jetzt nicht so der was ist das? Ist Hardcore, das Trash Metal, Hardcore, Crossover, also diesen Crossover-Thrash nenne ich das jetzt mal. Ja, okay. Tatsächlich irgendwie jetzt nicht so ein Riesenfan, aber auch da wieder Mike Patton-Fan, irgendwie hört tatsächlich alles, aber da gibt es irgendwie paar Stellen, die ich einfach nur geil finde. So. Und das ist dann halt das, was ich meine. Irgendwie so, der eröffnet irgendwie meinen musikalischen Horizont. Irgendwie. Und ich bin jetzt aber auch tatsächlich nicht nur Mike Patton oder Faith No More Mr. Bungle. Ich habe auch einen anderen Horizont, aber das ist schon irgendwie so, da kriege ich Gänsepelle halt. Ne? Also wenn ich da die Musik höre, dann... Ja. Ja. Wie oft hast du Mike Patton schon live gesehen? Mit seinen verschiedenen Bands oder Projekten? Weiß ich gar nicht. Ich sag mal grob zwischen 20 und 30, also ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, also auch wieder Gänsepelle irgendwie so, wo die dann gesagt haben, wir sind wieder da, das war 2009, habe ich die live at the Brixton Academy in London gesehen, das allererste Konzert, und das war phänomenal, weil von 98 bis 2009 war der Wunsch, bitte nur noch einmal bitte Faith No More und dann irgendwie so mit allen Sinnen genießen. Und das konnte ich tatsächlich irgendwie 2009. Also ich stand da irgendwie in der 3. Reihe vorne, irgendwie so, und das war einfach phänomenal. Also die wecken in mir Emotionen beziehungsweise Gefühle aus, irgendwie so, das ist faszinierend tatsächlich. Nicht nur bei, sag ich mal, jetzt Faith No More, sondern auch bei den anderen Projekten. Hättest du da irgendwo live mal das Gefühl so, boah, dieses Projekt brauche ich jetzt nicht nochmal wieder? Oder auch bei Faith No More irgendwann, die waren ja nicht nur dann 2009 auf Tour, sondern wir hatten es dann 2015, habe ich sie gesehen, in Gelsenkirchen, die Geschichte, wo du gesagt hast, so, oh, ich hätte doch nicht dahin gehen sollen, weil das Momentum 2009, das war perfekt. Hattest du schon mal sowas? Ja, aber das lag jetzt tatsächlich gar nicht an Faith No More. Also das hört sich jetzt geiler an, als das ist. Wir haben die 2010 oder 2011 in New York gesehen. Da sind wir extra, also New York ist sowieso immer eine Reise wert, finden wir. Also meine Frau und ich, und die habe ich natürlich mitgeschliffen aufs Konzert. Hört sich geiler an, als das ist. Die Location war natürlich sensationell, aber die amerikanischen Fans, die sind irgendwie, also ich kann das gar nicht so beschreiben. Eher irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die auf ihre Bucketlist irgendwie abstreichen können, okay, ich habe Faith No More gesehen. Also kam keine Energie, da kam irgendwie nichts so richtig rüber. Und da würde ich tatsächlich nicht nochmal hin. Wo haben die in New York gespielt? In welcher Location? Tatsächlich direkt irgendwie an dem River. Ich weiß es nicht. Ich müsste da gleich mal auf die Karte gucken. Ja. Wahnsinn. Wenn du mal so einen Kassensturz machen würdest, plus minus, wie viel Geld hast du in deine Sammlung inklusive Konzerte, Merchandise und CDs nur für Mike Patton investiert? Auch inklusive Tattoos? Gute Frage. Also die Tausender wird es wahrscheinlich gehen. Die Frage ist halt... Ja, das glaube ich schon. Da ich ihn ja seit 89 irgendwie auch auf Plattenbörsen, frühere Plattenbörsen war, Tattoos, weiß ich nicht, kann ich hier gar nicht sagen. Also das fällt mir jetzt gerade schwer, irgendwie so da wirklich eine Zahl irgendwie rauszuhauen. Ich weiß nicht, so viel. Allein New York, sage ich mal, so die Reise hin und zurück, Tickets, da geht ja aber 20, 30? Ja, vielleicht. Minus. In New York 2011 irgendwie waren jetzt die Flüge jetzt noch nicht so teuer, aber schwierig. Aber so wir waren zweimal, glaube ich, oder dreimal in New York. Also letztendlich irgendwie als Designer ist das sowieso eine inspirierende Stadt halt. Ne? Also das war einfach nur eine Möglichkeit, irgendwie, lass uns nochmal irgendwie nach New York. Also deswegen ist das jetzt nicht der Trip gewesen, nur wegen Faith No More.
da war ein schöner Zufall. Auf jeden Fall. Cool. Ja. Und wie, sage ich mal, stehst du dazu, ja, mit seiner, was heißt, stehst du dazu? Ich meine, der hat ja gesundheitliche Probleme. Aktuell bei Corona hat er, glaube ich, nochmal irgendwie einen mitbekommen, glaube ich, mental. Ja. Ich kenne natürlich jetzt nicht seine komplette Krankengeschichte, aber ich glaube, die Tour... Der hat mich bisher auch nicht zurückgerufen. Also ich wollte schon immer wissen, irgendwie so, was er da hat, aber der hat mich nicht zurückgerufen. Nee, was ich nur sagen wollte, der sollte ja eigentlich auf Tour kommen. So, und da Ja, wurde genau. x-mal die Tour abgesagt und verschoben. Ich habe Karten gehabt. Für London, Dortmund und Amsterdam. Oh, krass. Also Amsterdam finde ich eine sehr, sehr schöne Stadt tatsächlich. Die haben auch Total. mega geile Locations. Ja. Weißt du, wo hat er da gespielt? Paradiso oder? Paradiso hat er mit Mondukane gespielt. Irgendwie. Das war geile Location. 2008, glaube ich. Das war sensationell. Also auch da irgendwie Streichmusik habe ich noch nie live gesehen. Irgendwie. Und das war sensationell. Auch Gänserpelle ohne Ende. Krasser Typ. Ja. Aber ja, Konzert Genau. verschoben. Jetzt kommt ja ein Reissue von Peeping Tom? November, Oktober. November, glaube ich, war es. Ja. So um den Dreh raus. Aber eine Tour ist nicht... Leider nicht. Ich weiß nicht, du verfolgst ihn ja intensiver, Ja. so deiner Einschätzung nach. Du hast ja auch eine Einschätzung zu Faith No More gegeben, was da projekttechnisch kommen könnte oder live sogar da irgendwie bei den einzelnen Projekten. Er hatte bei dem Interview, wo er gesagt hat, dass er gesundheitliche Probleme hatte oder immer noch hat, hatte er ein größeres oder ein anderes Projekt angekündigt für dieses Jahr. Da hat man aber tatsächlich noch gar nichts gelesen. Jetzt kommt irgendwie so dann die Reissue von Peeping Tom raus. 2006 hat er das Album herausgebracht und jetzt irgendwie so kommen dann halt irgendwie mehrere Vinylfarben raus. Genau, aber jetzt neue Projekte leider tatsächlich nicht. Rein theoretisch irgendwie eine neue Tomahawk war ja letztes Jahr, glaube ich. Da hatte ich jetzt noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er dieses Jahr dann kommt. Oder mit Mr. Bungle, weil Mr. Bungle haben sie ja letztes Jahr im Dezember. Hab ich auch gehört. In Südamerika, glaube ich, waren die. Oder in den Staaten, ich weiß gar nicht. Und da hatte ich dann tatsächlich die Hoffnung, irgendwie so, dass die dieses Jahr auf Europatour kommen. Aber die sind jetzt, im September kommen die wieder. Aber ich glaube, in Amerika, glaube ich, treten die auf. Ja. Von daher ist das schon eine längere Durchstrecke, wo ich den jungen Mann gesehen habe. Ich glaube, das letzte Konzert war Dead Cross in Köln. Du hast ja gesagt, durch den Björn hast du den mal so persönlich treffen dürfen. Jetzt weiß ich nicht, wieso die Online-Community um Mike Patton ist, ob es da so eine Facebook-Gruppe gibt. Manche haben ja so Facebook-Gruppen und dann da alles irgendwie reinposten oder auch Musiker finden das auch immer sehr, sehr geil, wenn die irgendwie so Leute haben, die irgendwie abgekultet werden, haben dann auch nochmal irgendeine Interaktion zu ihm. Bis, sag ich mal, auf das eine Treffen hattest du keinen weiteren Kontakt zu ihm, dass er irgendwie so gesagt hat, so, hey, gibt hier so einen Superfan, ich feiere dich, wollte nur sagen, ohne jetzt irgendwie, wie soll ich das sagen, so aufdringlich zu sein, irgendwie so, dass dann Kontakt entsteht. Oder Fanclubs auch, sowas. Auch da ist das irgendwie relativ wenig. Also klar, in so einer Facebook-Gruppe bin ich irgendwie so, aber ich saug da eher irgendwie so meine Informationen raus. Aber so eine Community gibt es ja jetzt in dem Sinne nicht. Oder vielleicht bin ich da auch eher jetzt nicht richtig aktiv. Wo ich ihn gesehen habe, tatsächlich irgendwie durch Björn, weil der Björn früher fürs Ox-Magazin geschrieben hat. Und das war eigentlich auch ganz lustig, irgendwie so, weil ich bin mit meiner Frau seit 2003 zusammen. 2004 ist sie zu mir gezogen. Die kommt aus Kempten, aus dem Allgäu, Agi. Und 2004 war das Interview. Sie hat am 12.05. Geburtstag und am 12.05. war das Interview, genau. Habe ich gesagt, Agi, Mikey war als erstes da und so eine Möglichkeit gibt es halt nicht. Ne? Also sie hat jetzt auch noch in letzter Zeit Geburtstag gehabt. Also, da bin ich sehr pragmatisch, aber auch tatsächlich, das ist dann tatsächlich irgendwie eine Chance, die man, glaube ich, nutzen muss. Und irgendwie Björn hat mich da sofort gefragt, irgendwie so, ob ich nicht Bock hätte. Und das ist, glaube ich, schon ein netter Kollege, der aber, glaube ich, auch eher jetzt nicht so dieses Fantum auch haben möchte. Also, und das macht ihn für mich tatsächlich sympathisch, wenn ich das überhaupt so sagen kann, weil ich ihn jetzt noch nie so richtig kennengelernt habe. Aber er sagte, ey, ich mache Musik. Mehr mache ich gar nicht. Also du musst mich jetzt nicht vergöttern. Ich vergötter den gar nicht, sondern ich vergötter seine Stimme, wenn man das so sagen möchte. Und bei diesem Interview, das war in dem Hausflur von der Markthalle. War das Markthalle? Ich glaube schon. Hamburg. Genau.
Und Björn saß dann mit dem Mike irgendwie da oben und ich saß dann da unten auf der Treppe und starrte ihn halt an irgendwie und war einfach nur glücklich und froh. Der hatte dann auch ein Foto irgendwie so mit mir gemacht. Irgendwie so, dann hat er das Foto da oben auch Sagen wir euch gleich noch die Sammlung. Genau. da unterschrieben und das war einfach nur ein netter Kollege. Und eine Situation habe ich auch noch, das war 2003 in Köln, Tomahawk-Konzert mit den Melvins. Er stand dann da, ich habe, glaube ich, irgendwie Bier natürlich geholt und er stand dann da, hat sich unterhalten und ich habe einfach nur Hi Mike gesagt und der hatte sich für mich tatsächlich, oh, der unterhält sich ja gerade und ich sage einfach nur Hi Mike und er so Hi. Also auch nahbar. Und das ist dann halt auch irgendwie so, dass er ist nicht so weit weg wie ein ich kenne ich jetzt auch, Axl Rose, keine Ahnung, Ja. also diese ganzen großen Unnahbar. Rockgrößen, genau, also er ist dann auch, aber das bringt aber auch schon die Location mit sich, also der ist jetzt nie immer in so großen Hallen gewesen, natürlich mit Faith No More, aber mit den ganzen kleinen Projekten, also da ist er schon so ein paar Meter von dir entfernt irgendwie und er gibt aber auch das Gefühl irgendwie so, ey, cool, dass du da bist. Und du musst jetzt mich nicht anbeten, so nach dem Motto, nur weil ich coole Musik mache oder weil ich für dich jetzt coole Musik mache. Angenommen, er würde jetzt auf Tour wiederkommen. Bin ich dabei? Ja, warte. Und er würde ein Meet and Greet anbieten, welches du bezahlen müsstest. Würdest du sagen, das würdest du machen? Oder würdest du sagen, so, boah, hart an der Grenze, du hattest dein Momentum mit ihm auch. Und angenommen, ist ja manchmal so, ist es menschlich, ein Musiker hat einen schlechten Tag oder was weiß ich nicht, und du zahlst eine Menge Geld und denkst so, das war jetzt nicht so, wie ich das erwartet hätte, hast du schon gerade beantwortet, du würdest es nicht machen. Nee, würde ich nicht machen. Also erstens irgendwie bin ich da aber auch irgendwie bodenständig und pragmatisch irgendwie so, ich hatte meinen Moment mit ihm. Also ich will nicht immer nur das Beste oder ich strebe nicht irgendwie nur nach den Sachen, die es noch besser machen. Also ich hatte meinen Moment tatsächlich, wobei ich aber auch irgendwie, mein Englisch ist jetzt nicht irgendwie sensationell, von daher irgendwie so ein Meet and Greet würde ich mir gar nicht tatsächlich zutrauen und ich glaube, so ein Meet and Greet ist irgendwie sowas Vorgefertigtes, wie du schon sagtest, die Band hat vielleicht irgendwie einen schlechten Tag gehabt, irgendwie, aber die müssen und dann irgendwie so diesen Moment, ich weiß nicht, ob der cool ist. Also der kann cool werden, aber die Chance ist, glaube ich, jetzt sehr gering. Ich würde an dieser Stelle auch sagen, dass wir einen Cut machen. Bierchen trinken, sagst du? Nee, für mich ein alkoholfreies Bierchen, aber gerne du kannst dazu schlagen. Weil wir zeigen jetzt so ein bisschen was aus deiner Sammlung, das ein oder andere Fundstück, weil man kann das hier im Hintergrund schon sehr, sehr schön sehen, alles sehr, sehr schön ordentlich aufbereitet und würde sagen, wir sehen uns nach einem harten Cut wieder. Das ist hier tatsächlich so ein bisschen meine CD-Sammlung, die schon seit Jahren nicht mehr gehört wird, weil ich keinen CD-Player mehr habe. Wobei könnte man ja natürlich dann auch in eine Xbox reinschmeißen. Egal. Oder auch Kassetten. Ich habe kein Kassettendeck. Das sind tatsächlich so alte Relikte und auch ein paar Schätzchen für mich persönlich. Wo ich tatsächlich, oder ich fange mal da an, wo ich wirklich meine Sammlung aufgehört habe. Die ist es nicht. Hier sind irgendwie mehrere Versionen. Die ist es. Spanish Version. Argentinien. Und hiermit hat sich tatsächlich auch irgendwie so meine CD-Sammelleidenschaft beendet. Weil da war tatsächlich meine Sammlung für mich tatsächlich irgendwie vollkommen. Aber ich habe hier etliche, was heißt etliche natürlich nicht, es gibt wahrscheinlich irgendwie so dann noch ein paar andere, die viel mehr haben, aber meine Lieblings-Faith No More Platte ist tatsächlich Angel Dust und davon habe ich halt irgendwie so mehrere Versionen. Japan-Version, dann so ein Album-Sampler, das ist irgendwie die Japan-Version. Wir hatten uns eben gerade darüber unterhalten, WOM, als WOM hier in Essen aufgemacht hatte, das war für mich tatsächlich ein Paradies und die CD hatte ich tatsächlich von WOM, 50 Mark hat die gekostet, die ist jetzt wahrscheinlich nur noch 12 wert. Dann noch eine andere japanische Version, dann ich glaube irgendwie die australische und dann natürlich irgendwie so noch eine normale, wobei... Kleiner Blick, das ist natürlich dann auch irgendwie so genau, das ist die australische. Wobei, hier ist irgendwie so eine Live-CD, die sagen, wie hieß denn das nochmal, irgendwie was im Park, keine Ahnung, aus München, das Konzert. Das war aber gar nicht in München, sondern tatsächlich mein allererstes Faith No More Konzert in Essen. November 92 bin ich da drauf gekommen, irgendwie so, weil ich natürlich auch recherchiert habe, welche Videos gibt es auf YouTube von den Konzerten, die ich besucht hatte. Und das war dann halt auch in der Grugerhalle. Und da, warte mal,
das ist so eine Passage, irgendwie so, die kennst du doch. Und das ist tatsächlich irgendwie auf dieser Live-CD. Haben sie sich wahrscheinlich irgendwie mit der Stadt vertan. Genau, hier auch noch die allererste Live at the Brixton Academy. Da ist nichts dran. Also gar nichts Limited Edition oder so. Aber wobei da ist auch noch irgendwie so meine Plattensammlung. Da zeige ich irgendwie so die Platte. Das war meine allererste Faith No More Platte. Die hat natürlich für mich irgendwie so den Wert. Die würde ich niemals verkaufen. Sei denn, Kai, du sagst irgendwie so einen 100er gibst du mir, dann verkaufe ich sie dir. Schätzchen habe ich hier tatsächlich auch noch, meine persönlichen. Das ist irgendwie so meine Lieblings-Mr. Bungle-Platte, Disco Volante. Ich gucke mal gerade, wo die ist, weil ich das jetzt hier grafisch sortiert habe. Die ist irgendwie so mit so einem Goldstempel drauf. Die habe ich auch auf einer Plattenbörse gefunden, aber die finde ich jetzt natürlich nicht. Ja, sowas ist natürlich irgendwie so dann auch nett. Das ist irgendwie die ganz kleine CD. Davon habe ich auch noch die ganz kleine Vinylscheibe. Das fand ich irgendwie so, dieses Format finde ich halt irgendwie so extrem cool. Mit so einem Blättchen. Musik, ja, halt Krach. Höre ich jetzt auch nicht täglich. Genau, dann, ach so, so ein nettes Fundstück hatte ich hier noch. Wo ist das? Klar, Mr. Bungle Kassetten, den Aufnäher, wo ist denn jetzt nochmal? Ah, hier ist es. Das Haarnetz von Peeping Tom, die jetzt im November neu rauskommt. Konzert 2006 in Köln. Ich stand am Merchandising-Stand. Mir hat eigentlich jetzt nicht so viele Dinge gefallen, aber ich glaube, ich habe irgendwie einen Pulli oder ein T-Shirt, glaube ich, gekauft. Und da war da ein einziges Haarnetz. Und das habe ich dem hinter mir weggeschnappt, der sich mächtig geärgert hat. Irgendwie so, oh Mann, das wollte ich aber haben. Und ich habe dann halt irgendwie das letzte Haarnetz gehabt. Also so einen Quatsch kaufe ich natürlich dann auch. Ansonsten, das Blödeste, was ich mir tatsächlich mal gekauft habe, sind Notenbücher. Also wie eben gerade schon gesagt, bin ich sehr unmusikalisch. Als Beispiel zu nennen, ich kann die ersten 5 Sekunden von Nothing Else Matters auf Gitarre und da hört es dann aber auch schon auf. Also letztendlich irgendwie so, das ist schon irgendwie so relativ bescheuert, würde ich mal sagen, dass ich solche Bücher habe, die ich tatsächlich nicht verstehe. Wonach ich auch etwas länger gesucht habe, ist tatsächlich irgendwie die 7-Inch-Serie von King for a Day, Fool for a Lifetime. Da war, ich glaube, warte mal, lass mich nicht lügen, 120, 130 Pfund habe ich, glaube ich, dafür bezahlt in England. Aus England habe ich die bestellt und da war ich auch mächtig stolz. Das war auch so ein Schätzchen, das wollte ich eigentlich schon immer haben. Müsste mal hier wieder geputzt werden, würde ich sagen. Und worauf ich auch ganz lange gewartet habe, sind die Longboxen, einmal von der Mr. Bungle und irgendwie von Angel Dust. Gut, das sind jetzt irgendwie so nur solche Boxen halt, da war die CD dann halt drin. Achso, hier ist noch, warte mal, ich bin ja Mitte 40, muss hier mal die Brille auf. Hier ist die Besonderheit tatsächlich, in der Erstauflage hieß das Travolta. Warum auch immer, ich habe es gar nicht recherchiert, aber die durften den Song nicht Travolta nennen. Der heißt jetzt Quote Unquote, glaube ich. Genau, und das macht das Teil hier auch nochmal, glaube ich, ein bisschen rarer für mich sowieso, weil ich das eigentlich schon immer haben wollte. Genau. Ja, und wie eben gerade schon angesprochen bzw. erzählt, durch einen Björn habe ich dem Mikey mal die Hand schütteln dürfen und dann habe ich dieses hier mitgebracht, voll pixelig, aber dieses Foto symbolisiert tatsächlich die Kraft, die er in seiner Stimme hat. Und das hatte ich ihm dann zum Unterschreiben gegeben und das hat er dann auch bereitwillig für 50 € unterschrieben. Nein, natürlich nicht. Also er ist schon auch auf jeden Fall, soweit man das tatsächlich beurteilen kann, ein sehr, sehr netter Typ. Strange, glaube ich, sonst würde man, glaube ich, nicht so eine Musik machen, aber der war zu uns auf jeden Fall sehr nett. Videokassetten natürlich, die ich früher rauf und runter geguckt habe, also das war schon irgendwie eine sensationelle Zeit, irgendwie die natürlich jetzt nicht mehr abgespielt wird,
womit auch. Genau, und eigentlich irgendwie hier die Schätzchen für mich. Vinyl, das ist hier irgendwie meine letzte Errungenschaft. Da hat er den Soundtrack, beziehungsweise den Star Trek von den Teenage Mutant Ninja Turtles Theme gesungen. Das ist natürlich auch ein bisschen verrückt, also aus meiner Sicht. Und meine Frau würde, glaube ich, auch sagen, Mann, bist du verrückt, irgendwie so nur wegen 59 Sekunden kaufe ich mir irgendwie so eine Scheibe. Aber ich finde aber auch irgendwie Vinyl, ich habe natürlich irgendwie auch einen Plattenspieler, aber die Profis werden wahrscheinlich sehen, was ist das denn für ein Low-Budget-Schallplattenspieler. Aber für mich reicht es tatsächlich. Ich bin auch auf jeden Fall Konsument digitaler Natur. Du hast das halt überall. Aber wenn ich Zeit brauche oder mir die Zeit nehme, dann lege ich hier eine Platte auf. Das ist über Bluetooth und Box an, irgendwie, und dann reicht mir das vollkommen. Also eher dieses Knistern finde ich halt cool, aber ich habe jetzt keine grandiose Anlage, wie ihr seht. Ich habe irgendwie mehrere 7-Inch natürlich auch. Tomahawk. Das ist irgendwie ein Projekt oder ein Lied mit den Trace Bruins. Mr. Bungle hatten sich ja auch getrennt gehabt. Und das war, ich weiß gar nicht irgendwie so, wann das jetzt genau war. Steht das hier drauf? Ich habe keine Ahnung, ich behalte mir das nicht irgendwie so. Aber das war auf jeden Fall eine 7-Inch oder ein Musikprojekt, wo man wirklich irgendwie als Mr. Bungle-Fan wieder die Hoffnung hatte, die kommen wieder zusammen, weil es hier zum ersten Mal wieder so war, dass die sich getroffen haben und gemeinsam Musik gemacht haben. Peeping Tom, Tomahawk, dann so eine Christmas-CD von John Zorn. Mit John Zorn macht der Mike ja auch relativ viel. Kann man sich anhören, muss man sich aber nicht anhören. Teilweise ist das schon genial, aber auch jetzt nicht alles. Genau, hier vielleicht irgendwie so mal die älteren Sachen. Also an die ganzen älteren Scheiben kann ich mich total erinnern. Hauptsächlich irgendwie auf Plattenbörsen gekauft gehabt, weil ich eigentlich, oder soweit ich mich erinnere, ich glaube Plattenbörsen viel mehr. Aber so in so Plattenläden kann ich mich jetzt tatsächlich nicht dran erinnern, irgendwie so, dass ich eine Platte von älteren Scheiben da gekauft habe. Halt hier mit Aufnäher. Und das war, was ist das hier? Da gibt es ja mehrere. Das fand ich irgendwie noch ganz spannend, irgendwie so vom Format. Hast du das? Nee. Dann Epic. Falling to Pieces. Halt so ein, oh, das wurde aber schon etwas länger nicht mehr rausgeholt. Gatefold heißt das, glaube ich. Und das fand ich auch sensationell. Warum? Irgendwie so, weil man hier Fotomaterial in größerer Qualität irgendwie früher hatte. Ne? Also CD war sowieso ein bisschen kleiner, aber das fand ich irgendwie so vom Format her immer total spannend. Und früher habe ich es häufiger gemacht tatsächlich. Erstens irgendwie meine Sammlung geputzt, entstaubt vielmehr. Und dann auch tatsächlich jede Platte irgendwie so nochmal angeguckt, aufgelegt, und das finde ich halt irgendwie so das Schöne am Vinyl, dass du dann auch irgendwie was Großes zum Lesen hast oder beziehungsweise zum Angucken. Also von daher würde ich schon sagen, dass ich ein Vinyl-Liebhaber bin, aber jetzt aber auch kein Profi bin. Genau, so etliche Poster habe ich, also etliche nicht, irgendwie 10, 20, naja, 10, 12, keine Ahnung, habe ich mal bei eBay ersteigert, auch irgendwie so von solchen Sachen, wo ich war, wobei in Dortmund war ich eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich das habe. Aber ich habe hier natürlich irgendwie so das Poster von meinem allerersten Konzert, und das war irgendwie in der Grugerhalle. Das war auf jeden Fall unvergessen für mich. Klar, war ja auch das erste, 9. November 92. Und solche Sachen habe ich auch, aber danach suche ich tatsächlich nicht mehr. Also da gibt es jetzt nichts, irgendwie so, wo ich jetzt noch was unbedingt benötige. Also speziell jetzt von Postern etc. Hier habe ich nämlich dann noch ein paar Poster, aber hier sind tatsächlich, weil du mich immer da gefragt hattest, irgendwie so, wie viele Konzerte ich eigentlich irgendwie besucht habe. Achso, hier ist auch nochmal so eine lustige Anekdote. Meine Frau kommt hin und wieder mal mit, aber
Aber Mike Patton und Sue haben ein Projekt und das war in Holland. Genau, und dieses Projekt, das beschreibt meine Frau so, die war natürlich dann auch dort, hat sich das Konzert angeguckt, die beschreibt das so irgendwie so, gib in einem Kindergarten einfach ein paar Werkzeuge beziehungsweise ein paar Instrumente an die Hand irgendwie so und die Kinder, die hauen da einfach drauf rum und so hörte sich das für sie an. Also letztendlich ist es auch so, also das ist schon eine sehr schräge Musik, aber auch sowas nehme ich natürlich oder habe es dann natürlich gerne besucht. Das heißt irgendwie so, wenn die nochmal auf Konzert kommen würden, würde ich da auf jeden Fall ohne weiteres dann nochmal hin. Dead Cross, das war irgendwie so das letzte Konzert. Peeping Tom, Tomahawk, wovon ich eben gerade erzählt hatte, dass er mir ein Hai zugeworfen hat. Phantomas, das war glaube ich genau 2004. Markthalle, also Hamburg. Also wenn, dann bin ich deutschlandweit unterwegs. Wenn ich was bereue, also bereuen ist ja doof, aber Mr. Bungle habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Das war 2000 in Köln. Die waren auch in Bochum. Ich habe es seinerzeit tatsächlich leider nicht mitbekommen. Also heutzutage würde ich auf jeden Fall auf jedes Konzert gehen. Jetzt nicht deutschlandweit, also ich würde jetzt nicht nach Karlsruhe, glaube ich. Und wenn, dann würde ich das dann halt irgendwie so mit einer netten Reise verbinden. Das heißt irgendwie so, Hamburg ist ja sowieso immer eine Reise wert. Oder Berlin, genau. Aber die habe ich leider tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Das war das allererste Konzert, Phantomas-Konzert 2000, Stahlwerk in Düsseldorf. Das war ja dann ein Jahr, glaube ich, nach der Veröffentlichung der ersten. Obwohl die CD in meinem CD-Regal war, musste ich den natürlich trotzdem live sehen. Also letztendlich da die Chance durfte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Faith No More Hamburg. Aber, und das ist auf jeden Fall eine Karte, wovon ich eben gerade erzählt hatte, Live at the Brixton Academy 2009, deren allererstes Konzert zur Wiedervereinigung und das war sensationell. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, irgendwie ist natürlich jetzt noch nicht so lange her, aber trotzdem 14 Jahre, ne? Ja, verrückt. Wo dann der Schlagzeuger Mike Bordin als erstes auf die Bühne gekommen ist, irgendwie so und dann so eine Geste gemacht hat, endlich! Und irgendwie alle konnten es kaum erwarten und dann trällerte der dann halt irgendwie dann dieses Reunited-Lied und der hatte auch so einen Spaß, alle hatten Spaß, also auch schon wieder Gänsehaut bei mir. So, und das ist meine allererste Faith No More Konzertkarte in der Grugerhalle und die hing natürlich auch irgendwie an meiner Wand jahrelang. Und jetzt verkümmert sie in so einer Plastikhülle. Auch sowas, ich habe natürlich früher irgendwie dann halt auch tatsächlich irgendwie alles geholt, irgendwie so, was ich da holen konnte. Und wenn ich jetzt sowas, Postkarte sehen würde, das würde mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr interessieren. Wacken war ich 2010, da waren die aber leider nicht. Les Claypool, Pearl Jam. Ja. Aber roundabout, glaube ich, sind es 15, 20 Konzerte, glaube ich. Müsste ich mal nachrechnen. Vinyl. Hier habe ich natürlich auch von Faith No More mehrere Versionen. Aber vielleicht irgendwie so ein Schätzchen. Das ist die Wunderkammer von Phantomas. Das ist auch irgendwie so was Spezielles für mich tatsächlich auch. Einerseits irgendwie so dann auch irgendwie das Packaging, das finde ich halt ziemlich cool und Mike setzt da auch irgendwie aus meiner Sicht irgendwie auch einen hohen Standard oder einen eigenen Anspruch hat er da, dass dann die ganzen Sachen auch irgendwie grafisch schön aussehen. Wo ist denn hier die? Hier nicht. Die kommt dann wahrscheinlich gleich. Eine Kassette ist hier auch drin. Wenn ich das dann hier rausbekomme. Alle einzeln. Ich verstehe. Und ich glaube, die allererste, genau die erste Self-Title Phantomas, die gibt es auch, glaube ich, nur hier als Vinyl. Deswegen war das natürlich irgendwie so für mich auch auf jeden Fall ein Must-Have. Ne, hier hinter kann auch keine Kassette sein. So kenne ich mich aus hier mit meiner Sammlung. Dann machen wir das hier auf, oder? Doch. Mann. Ich habe das schon etwas länger. Guck mal, hier geht das doch. So.
Genau, und hier ist dann eine Kassette von, das waren glaube ich Demos, oder das sind Demos irgendwie so von der allerersten Phantomas Scheibe. Sowas ist natürlich auch schön, auch wenn ich es jetzt nicht so häufig rausnehme, aber tatsächlich, hier hat man jede Menge zu gucken, was zu lesen, während die Scheibe halt läuft. Irgendwie so, und das finde ich dann halt tatsächlich an Vinyl so cool, dass man halt wirklich die Platte auflegt und währenddessen gemütlich in einem Sitzsack, der jetzt nicht da ist, aber sich reinfläht irgendwie so und sich das dann alles anguckt. Und ich als Grafikdesigner finde halt sowas irgendwie so extrem cool und hole mir dann auch logischerweise alles raus, wie jeder wahrscheinlich, aber da achte ich irgendwie so dann auch auf Details, auf grafische Details. Da spricht er mich auch total an, auch wenn er das nicht selber gestaltet, logischerweise, aber er gibt da, glaube ich, schon Impulse. Ich gucke mal hier durch. Lovage ist auf jeden Fall ein schönes Projekt von ihm, da habe ich aber die Erstauflage leider nicht. Leider deswegen irgendwie so, weil die sehr, 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 sehr rar ist und die haben die auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben sie neu rausgebracht und das kann ich hier auch nochmal zeigen. So ein schönes Buch. Und sowas finde ich halt irgendwie auch sehr ansprechend und wie eben gerade schon gesagt, blättert man hier durch. Ganzen Songtexte kann ich jetzt leider nicht, aber dafür steht es ja auch hier, muss ich ja gar nicht können. Auch irgendwie auf verschiedenen Farben. Ich stelle gerade fest, ich bräuchte mal ein bisschen größeren Raum. Ne? Genau, und jede Scheibe, das sind 4 Scheiben insgesamt, sind in unterschiedlichen Farben. Eieiei. Das machen wir raus. Das finde ich auch ein sensationelles Projekt, Corpse Flower. Ich weiß gar nicht, wie man die Musik beschreibt. Ich kannte diesen Jean-Claude Vanet, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, vorher gar nicht, aber ich finde das Album auch sensationell. Björn findet die Scheibe, glaube ich, gar nicht gut. Das meine ich halt ihm. Er ist kein eingefleischter Mike Patton-Fan. Also da würde ich dann schon sagen, Björn, ich weiß nicht, wie lange wir noch Freunde bleiben, aber ja, aber ist tatsächlich Geschmackssache, aber da bin ich tatsächlich irgendwie eher Mike Patton-Fan, der jeden Furz tatsächlich von ihm gut findet. Aber die ist auf jeden Fall hörbar. Oder was Mike auch irgendwie auch 2 oder 3 Mal jetzt gemacht hat seinen eigenen Score, ich glaube, das sagt man, glaube ich, zu Soundtracks, selber geschrieben, beziehungsweise komplett komponiert. Und der Film, der ist auch tatsächlich krank und der Soundtrack ist auch ein bisschen krank. Chemist, Lovage, Dead Cross, die neue, in Anführungsstrichen, oder die letzte, finde ich auch sensationell. Mögen auch nicht alle, also Björn auch nicht. Oh, hier ist auch nochmal ein sensationelles Projekt von ihm. 2 Scheiben rausgebracht, Thema. Es kommt Mr. Bungle schon sehr nah, finde ich. Also musikalisch, also ist das auf einem ganz anderen Niveau und das ist das, was ich meine. Irgendwie so, du hörst dir eine Dead Cross Platte an oder eine Faith No More Platte und hast dann irgendwie eine Thema, die musikalisch sensationell ist. Ich kann das aber auch tatsächlich gar nicht beurteilen, wie viel kommt das irgendwie von ihm, die Musik, oder ist das nur die Lyrics, weiß ich nicht, aber der spricht mich total an. Der macht das halt irgendwie so mit jemandem zusammen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Anthony Pateras heißt der. Electronics, Piano, Synthesizers macht der. Aber wie viel Anteil der Anthony jetzt irgendwie so an diese Musik hat, weiß ich gar nicht. Ist mir aber auch egal. Ich finde das gesamte Projekt finde ich sensationell. Und dann noch die Stimme irgendwie so von Mike. Also die ist auf jeden Fall, also Thema, wer auf experimentelle Musik steht, der ist hier mit Thema auf jeden Fall gut aufgehoben. Auch ein sensationelles Projekt mit dem Dillinger Escape Plan. Das kommt davon, wenn man hier
nicht so wirklich ein gutes Sortierungsregal hat für Vinylscheiben. The Dillinger Escape Plan mit Mike Patton. Irony is a Dead Scene. Nur 4 Tracks. Alle 4 Tracks finde ich sensationell. Höre ich auch häufiger von den Sachen, die ich hier stehen habe. Hier die Peeping Tom, das ist die erste Auflage. Hier habe ich tatsächlich eher auf solche Sachen geachtet. Die schwarze, normale Vinylscheibe habe ich nicht, sondern wenn, dann habe ich eher irgendwie sowas Außergewöhnliches oder lege ich mir dann sowas Außergewöhnliches halt zu. Mondokane hatte ich eben gerade schon angesprochen. Da trällert der die 50er, 60er Jahre italienische Pop-Hits. Und sowas meine ich halt auch. Also als Grafiker, Grafikdesigner ist sowas halt irgendwie auch schön anzusehen. Also mich spricht sowas total an. Und so wie seine Projekte unterschiedlich sind, sind auch die ganzen Designs. Das hat, glaube ich, auch der Martin Quamme gemacht. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, steht aber hier nicht dran. Oder ich sehe es jetzt gerade nicht. Das ist zum Beispiel eine ganz langweilige schwarze. Mein persönliches Schätzchen ist tatsächlich die, weil das war tatsächlich irgendwie so meine allererste Faith No More Scheibe. Ich weiß nicht, wie viel Mal die auf dem Plattenteller gedreht ist, aber das ist natürlich auf jeden Fall, also die würde ich auf jeden Fall nie verkaufen, würde auch jetzt, glaube ich, keiner kaufen wollen. Also das ist tatsächlich irgendwie so mein persönliches Schätzchen. Darüber hinaus jetzt hier noch irgendwie so die Phantomas Delirium Cordia. Auch sensationell. Warum? Irgendwie so, weil es ein Track ist. Also Mike ist da, glaube ich, schon sehr kreativ, aber für mich jetzt tatsächlich nicht gezwungen, sondern tatsächlich irgendwie will er das. Und hier finde ich auch sowas hier halt schon sehr außergewöhnlich, inklusive halt Picture Disc. Und nicht nur die Musik finde ich sensationell, sondern auch tatsächlich, was er da für Energie oder für eine Leidenschaft dann auch irgendwie für das Design, für das ganze CD-Design, Vinyl-Design, glaube ich, hat er schon irgendwie einen hohen Anspruch, genauso wie an seiner Musik, glaube ich. Ja, das zu meiner kleinen Sammlung. Genau. Da sind wir auch schon wieder zurück. Erstmal vielen lieben Dank für deinen Einblick und Sammlung an Schätzen, die du hier hast, sei es CDs oder Platten oder auch sonstige Merchandise-Artikel. Hat mich sehr, sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Habe auch wieder das eine oder andere tatsächlich gelernt. An die Zuschauer da draußen, schreibt uns doch mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Sendung fandet. Vielleicht ist da draußen jemand auch großer Mike Patton-Fan oder Faith No More, Mr. Bungle und. Gibt ja genügend Projekte auf jeden Fall. Und ich würde sagen, falls jemand da draußen auch noch einen Superfan kennt, der irgendetwas anderes sammelt, kontaktiert uns sehr, sehr gerne, würde mich freuen. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, Tag, Nachmittag, Morgen. Ciao, ciao. Ciao. Mosh Pit Passion, you know, for the passion of music.